Du denkst, Radfahren ist nur was für Profis oder du brauchst stundenlang Zeit? Ich bin kein Sportler. Ich bin genau wie du. Ich wollte einfach nur fitter werden und das ohne großen Plan, einfach im Alltag. Vor ein paar Tagen habe ich versucht, 20 Kilometer zu fahren. Total überfordert, 3 bis 4 Tage Pause, die Motivation war weg. Dann kam die Idee, kleine 10-Minuten-Trips. Einfach, machbar und überraschend effektiv. Im Video zeige ich dir, wie genau das funktioniert und warum 10 Minuten manchmal mehr bringen als eine Stunde. Warum überhaupt wieder Radfahren? Ich wollte einfach fitter werden, nicht mit Trainingsplan, einfach im Alltag. Radfahren klang perfekt. Frische Luft, Bewegung, Zeit sparen. Ich starte einfach mit lockeren 20 Kilometern zur Arbeit, so wie vor 20 Jahren, da hat das ja auch schon mal funktioniert. Also dachte ich, easy, starte ich wieder so. Motiviert, optimistisch und komplett ahnungslos. Wie anders mein Körper heute reagiert. Reality Check. 20 Kilometer waren am Anfang zu viel. Ich brauchte 3 bis 4 Tage, bis ich überhaupt wieder ans Radfahren dachte. Das war ein echter Motivationskiller. Ich habe mich mies gefühlt, weil ich es nicht locker geschafft habe. Genau da kam mir die Idee mit den 10-Minuten-Trips, um Motivation, Gewohnheit und Fitness wieder aufzubauen. Aus meinem Beruf, dem Change Management, weiß ich, eine neue Gewohnheit entsteht nicht durch Dauer, sondern durch Häufigkeit. Je öfter du etwas machst, desto schneller wird es automatisch. Verschiedene Modelle sagen 21, 28 oder 60 Wiederholungen. Die Kernidee hierbei ist, kurz und oft schlägt lang und selten. Und plötzlich war klar, 10 Minuten mit dem Rad sind eine Gewohnheitsmaschine. Also habe ich angefangen, 10 Minuten Trips zu machen. Kein Plan, kein Druck, nur kurz aufs Rad, raus in die Luft. Und das Coole, es hat sofort funktioniert. Es war nicht anstrengend, ich bin danach nicht mal ins Schwitzen gekommen. Ich musste nichts vorbereiten, nichts einpacken, nichts überlegen. Ich habe einfach die Haustür aufgemacht, mich aufs Rad gesetzt und bin los. Und plötzlich wurde Radfahren wieder etwas, das sich leicht angefühlt hat. Nicht wie Sport, sondern wie ein kleiner Moment nur für mich. Und jetzt kommt der Teil, den die meisten beim Radfahren komplett falsch einschätzen. Und der hat bei mir alles verändert. Ich habe nämlich verstanden, warum diese kleinen Fahrten so wirksam sind. Es ist die 10 Minuten Identitätsschraube. Zeit, Gewinn, Identität. Erstens, 10 Minuten sind machbar. Du musst nichts planen, du musst nichts vorbereiten. Deine Barriere ist quasi null. Zweitens, du bekommst einen kleinen Gewinn. Du warst draußen, hast dich bewegt, du hast etwas gemacht, du fühlst dich direkt besser. Und drittens, dein Gehirn zieht daraus die Identität. Ach krass, ich bin jemand, der Fahrrad fährt. Und dieser Identitätsmoment, der ist der Gamechanger. Nicht die Distanz, nicht die Geschwindigkeit, sondern dass du dir selbst beweist, ich bin jemand, der das macht. Und da habe ich gemerkt, selbst 10 Minuten können eine ganze Welt öffnen. Ich war überrascht, wo ich überall gelandet bin. Da, wo ich sonst mit dem Auto einfach vorbeifahre oder wo ich zu Fuß nie hingehen würde, weil es zu weit wäre. Diese 10-Minuten-Fahrten haben plötzlich kleine Wege geöffnet, kleine Umwege, kleine Neugierspuren, Minigassen, Hinterhofwege, einen kleinen Park, den ich nie kannte. Und aus diesen Minifahrten ist etwas passiert, was ich am Anfang überhaupt nicht geplant hatte. Mein Alltag hat mehr Abenteuermomente bekommen. Und irgendwas hat das auch in mir drin verändert, aber nicht so, wie ich es erwartet hätte. 10 Minuten sind für mich nicht mehr zu kurz. Es sind kleine Momente, die meinen Kopf durchlüften. Ich merke, wie ich danach ruhiger bin. Ich merke, wie mein Körper sich leichter anfühlt. Und ehrlich gesagt, ich genieße es, neue Ecken zu sehen,
die ich vorher einfach aus Bequemlichkeit nie entdeckt habe. Das hier sind nicht Trainingsfahrten, das sind Mini-Auszeiten, die sich gut anfühlen. Und genau deswegen bleibe ich dran. Lass uns das zusammen testen. Wie viele 10-Minuten-Fahrten kannst du diese Woche noch realistisch machen? Schreib einfach eine Zahl unten in die Kommentare. Nur für dich. Am Ende der Woche kommst du zurück und editierst deinen Kommentar. Ich mache das auch.